Es ist ein deutliches diplomatisches Zeichen, das Außenminister Wadephul heute setzt. Er verschiebt kurzfristig seine Reise nach China, 2 Tage vor dem geplanten Abflug. Begründung: China habe nur ein geplantes Treffen bestätigt. Hintergrund könnte sein, dass der deutsche Außenminister zuletzt öffentlich deutliche Kritik an China geübt hatte. China unterstützt die russische Aggression gegen die Ukraine, auch um eigene hegemoniale Bestrebungen zu rechtfertigen. Der enorme Aufwuchs der chinesischen Präsenz in den Gewässern um Japan sowie das robuste militärische Auftreten in der Straße von Taiwan stellen nicht nur eine Gefahr für die Sicherheit im Indopazifik dar, sondern untergraben auch die gesamte internationale regelbasierte Ordnung. Auf Kritik wie diese reagierte in China heute ein Sprecher des Außenministers. Man fordere von Deutschland eine klare und entschiedene Haltung gegen jegliche Aktivitäten für eine Unabhängigkeit Taiwans. Das Auswärtige Amt betont, die Reise sei nicht abgesagt, nur aufgeschoben. Man habe ein Interesse an einem Dialog. Statt einer Reise planen die Diplomaten deshalb nun ein Telefonat. Wer hat denn die Reise abgesagt? Deutschland oder China? Ich kann Ihnen noch einmal mitteilen, dass die Reise zum jetzigen Zeitpunkt nicht stattfinden kann. Sie wird verschoben werden. Ein ungewöhnlicher Vorgang, zu dem das deutsche Außenministerium heute nichts weiter sagen will. In China äußert sich Außenamtssprecher Guo Jiakun. Hier klingt es, als seien Wadefuls Äußerungen über die chinesische Außenpolitik ein Grund dafür, dass dem deutschen Außenminister wichtige Termine versagt wurden. Wadeful hatte China häufig kritisiert, so etwa in der hochsensiblen Taiwan-Frage. Er forderte noch vor wenigen Tagen, dass in der Straße von Taiwan nichts mit Gewalt geschieht, sondern der Status quo so bleibt und es keine gewaltsame Veränderung gibt. Genau diesen Status quo, eine de facto Unabhängigkeit Taiwans, will China aber nicht akzeptieren. Für Deutschland hängt noch sehr viel mehr von dieser Reise ab. China gilt als einer der wichtigsten Handelspartner. Seine Rohstoffe, sogenannte seltene Erden, stecken in Chips und Halbleitern, die vor allem in der deutschen Autoindustrie dringend gebraucht werden. China ist mit über 68% weltweit der führende Erzeuger dieser seltenen Erden. Diese Abhängigkeit bringe Deutschland in eine schwierige Verhandlungsposition. Die ganze Welt braucht seltene Erden. Für Smartphones, Computer, E-Autos oder Glasfasernetze. Doch China hat bei der Förderung und Verarbeitung ein Quasi-Monopol und nutzt das als geopolitische Munition. Exportlizenzen werden politisch dosiert. Die Staatsführung entscheidet, wer was zu welchem Preis bekommt. Deshalb hat auch die deutsche Industrie dem Außenminister das Thema auf die To-Do-Liste für seinen China-Besuch geschrieben. Was eine Erleichterung wäre, was China jetzt angedeutet hat in der Form von Generallizenzen, das wäre eben, dass nicht für einen Einzelimport nach Deutschland eine Genehmigung beantragt werden muss, also eine Lizenz, sondern eben für den Import im Volumen eines Jahresumfangs. Der direkte Austausch mit China sei unersetzlich, sagt der Außenminister bei seinem Abflug. Nicht nur in Wirtschaftsfragen, sondern auch in sicherheitspolitischen, vor allem im Hinblick auf Frieden für die Ukraine. Kein Land hat so viel Einfluss auf Russland wie China. Kein anderes kann sein Gewicht so sehr dafür einsetzen, dass Russland endlich zu ernsthaften Verhandlungen bereit ist. Es ist der zweite Anlauf für den ersten Besuch des deutschen Außenministers in China. Ende Oktober sagte er seine Reise ab, mit der Begründung, nicht genug Gesprächstermine mit der chinesischen Seite bekommen zu haben. In Peking waren seine kritischen Äußerungen zu Chinas Taiwan-Anspruch negativ aufgefallen. Denn die Staatsführung hatte gehofft, dass es mit ihm einfacher würde als mit seiner Vorgängerin. Statt klarer Worte zu Taiwan, dem südchinesischen Meer oder Menschenrechten wünschen sie sich mehr Wirtschaftsverträge. Deutschland hat es mit einer noch selbstbewussteren Staats- und Parteiführung zu tun als bei vorherigen Besuchen. Das merkt man auch auf Pekings Straßen. China hat Deutschland zweifellos überholt, mit beträchtlichem Vorsprung. Nur in einzelnen Bereichen ist Deutschland noch besser. Deutsche Produktion, Autos und Bier. Bei Fahrzeugen mit herkömmlichen Kraftstoffen liegen wir vielleicht noch zurück. Aber bei Fahrzeugen mit neuen Energien sind wir gut aufgestellt. Wir überholen sie in der Kurve.
Und auch für diesen Wettbewerb bei E-Autos brauchen sowohl China als auch Deutschland seltene Erden. Also der Handel steht ganz klar im Fokus bei diesem China-Besuch des deutschen Außenministers. Da muss noch ganz viel Arbeit geleistet werden. Wir bestehen darauf, dass es faire Handelsbedingungen, faire Wettbewerbsbedingungen gibt für deutsche, für europäische Unternehmen. Ich stehe ja hier nicht nur für die deutsche Wirtschaft, sondern für die europäische. Und das muss Peking auch auf der anderen Seite verstehen. Es geht nicht um die Beziehung nur zu Deutschland, sondern es geht auch um den Zugang in den europäischen Markt. Und damit haben wir hier auch ein gewichtiges Wort mitzureden, damit haben wir was einzubringen. Das ist für Peking wichtig und auf der anderen Seite brauchen wir natürlich diese Zugänge zum chinesischen Markt. Wir brauchen Rohstoffe, seltene Erden, wir brauchen Chips. In all diesen Bereichen hat es Unsicherheiten gegeben und die müssen beseitigt werden. Das ist ein absoluter Schwerpunkt meines Besuches hier. Wir setzen auf Verhandlungen, wir setzen auf Verständigung. Protektionismus schadet am Ende beiden Seiten. Einer der führenden deutschen China-Experten ist jetzt bei mir, Frank Sieren, Autor, Filmemacher, vieles, vieles mehr. Und Sie leben vor allen Dingen schon seit gut 30 Jahren in China. Schönen guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Hat sich denn in Ihren Augen die deutsche China-Politik nach Annalena Baerbock, der Außenministerin vor Johann Wadefuhl, jetzt geändert durch den neuen deutschen Außenminister? Naja, sie ist ein bisschen ungeschickter geworden, als sie vorher war. Manche würden Sie jetzt sagen, noch ungeschickter. Das kann man so sagen. Auf jeden Fall ist unsere Ausgangsposition jetzt nicht günstiger. Es hat ja damit angefangen, dass unser Außenminister, ich vergleiche das mal mit jemandem, der in eine Straße zieht, erst mal bei allen Nachbarn vorbeigeschaut hat, da sozusagen gegen China gemeckert hat und sich dann gewundert hat, wenn er sozusagen von China nicht richtig eingeladen wird. Man muss und kann China kritisieren, aber man muss natürlich schon seine eigene Position realistisch einschätzen. Und ich glaube, damit hapert es. Das ist ja am Ende noch keine Frage der Diplomatie, wie man das macht, sondern vielleicht sogar erst mal eine Frage der Manieren. Und da muss man sich ein bisschen realistischer einschätzen mit 3% Anteil an der Weltwirtschaft. Chinesen haben leider schon 20%. Jetzt ist es ja so, dass Deutschland Interesse hat, natürlich den Handel mit China auch weiterzuführen, am liebsten auf Augenhöhe. Davon ist man wahrscheinlich noch ein paar Meter entfernt. Aber wie sieht es denn jetzt aus? Geht tatsächlich, und das will die halbe Welt oder noch mehr, die seltenen Erden? Ist denn da für Deutschland was zu holen? Naja, es ist halt die Frage, wie realistisch man sich selber einschätzt. Das ist eine wichtige Voraussetzung für vernünftige Verhandlungen. Und da war es leider so, dass wir den Kauf von seltenen Erden verschlafen haben. Es war halt viele andere auch. Viele andere auch, die meisten westlichen Länder, muss man sagen. Und deswegen sind wir jetzt in einer Position, wo ich mal vorsichtig sagen würde, dass wir nicht nur fordern können. Und das habe ich heute nur vom Außenminister gehört. Ich habe nur Forderungen gehört und ich habe nicht gehört, was kann denn Deutschland bieten. Ja gut, aber was kann denn Deutschland bieten? Also ich meine, China macht Handelsbeschränkungen, gerade bei den seltenen Erden. Da ist natürlich dann irgendwie auch schwer, irgendwie gegenzuhalten. Also was müsste Deutschland oder was sollte Deutschland anbieten? Deutschland müsste überlegen, wie man enger wirtschaftlich zusammenarbeiten kann und wie man enger politisch zusammenarbeiten kann. Das ist ein Interesse der Chinesen. In dem Maße, in dem die Amerikaner ausfallen, ja für beide Seiten, würde es sich ja lohnen, sich mal zusammenzusetzen und mal auszuloten. Aber sind dafür nicht genau solche Besuche jetzt da? Ja, aber nicht, wenn man sozusagen von vornherein Forderungen stellt und seine eigene Position nicht realistisch einschätzt. Ich glaube, dann kommt man in eine Situation, dass man eben in China abgefertigt wird. Und da fehlt mir so ein bisschen der Realismus. Der Realismus oder aber auch die Herangehensweise, weil es ist ja das Problem, und das hat man jetzt mit Russland gesehen, wenn man sehr enge Verbindungen hat, macht man sich vielleicht auch abhängig, zu abhängig. Russland war es das Gas, China gibt es auch eine gewisse Abhängigkeit. Also wie soll denn das passieren, dass man sich wirklich auf Augenhöhe begegnet? Na, indem man sagt, zum Beispiel sind wir abhängig von der Autoindustrie gewesen. Wir haben über 50% unserer Gewinne in China gemacht. Jetzt sieht es so aus, dass die chinesischen Autos besser sind. Ich habe gerade ein Buch darüber gemacht, der Autoschock. Und das Ergebnis ist ernüchternd. Es geht weniger um Subventionen, sondern vielmehr darum, dass diese Fahrzeuge in fast allen Bereichen besser sind als die deutschen Autos. Und ich finde, wenn man das sozusagen weglässt, dann ist man natürlich kommt man in Verhandlungen in eine schwierige Situation.
Was halten Sie denn davon? Der französische Präsident Emmanuel Macron ist ja dafür bekannt, dass er auch gerne mal Klartext spricht und hat jetzt gesagt, okay, das mit dem Handelsüberschuss, das geht so nicht. Es geht ja vor allen Dingen auch um Elektro und Stahl etc. und bringt jetzt Zölle ins Spiel. Löst das irgendwas aus in China oder lachen die nur darüber? Naja, Zölle bei Autos würde ich zum Beispiel für richtig halten, weil das haben die Chinesen ja mit uns auch so gemacht. Die haben uns ja auch gezwungen, die Autos lokal zu produzieren. Da würde ich zum Beispiel argumentieren, nicht so sehr über die Subventionen, wie das unser Außenminister gemacht hat, sondern ich würde sagen, ihr habt uns damals gezwungen, wir haben das mehr oder weniger gerne gemacht. Jetzt gelten die gleichen Regeln für den europäischen Markt. Jedes chinesische Auto soll am besten in Europa produziert werden. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo ich glaube, dass die Chinesen sehr, sehr verständnisvoll in solche Verhandlungen einsteigen würden. Und weil Sie gerade die USA schon angesprochen haben, glauben Sie, da öffnet sich jetzt noch mal eine neue Chance? Dadurch, dass die USA möglicherweise, man weiß ja immer nicht genau, was Donald Trump dann wirklich vorhat oder nicht vorhat, also durch diese Sicherheitsstrategie, dass es da noch mal eine Möglichkeit gibt für Deutschland und China, jetzt wirklich enger zusammenzurücken? Wir müssen es ausprobieren. Wir müssen so viel und so intensiv miteinander reden und nicht so viele Forderungen stellen, sondern erst mal sich hinsetzen. Ja, aber Forderungen stellen ist schon auch richtig, oder? Ja, aber wenn man nichts anbietet gleichzeitig, ist das so eine sozusagen eine Situation, wo die Chinesen dann sagen, na ja gut, wer seid ihr? Wer seid ihr mit euren 3%? Und der Außenminister sagt dann, er spricht für Europa. Das weiß ich nicht, ob das mit den Europäern so abgesprochen ist. Ich glaube, wir brauchen einfach mehr Realismus. Die Chinesen wollen mit uns zusammenarbeiten. Das, glaube ich, zeichnet sich relativ deutlich ab. Aber man muss sich einfach mal zusammensetzen und zu sagen, wo sind die Schnittmengen. 刚才我们看了德国电视1台以及2台，报道了德国外长由于不受中国待见，为保全面子自己取消访华，以及这次终于能访华。现在我们来看看德国电视2台油管频道上关于此新闻的网民评论。德国电视1台的评论功能是关闭的。第一条评论：德国需要新的专业人才，尤其是外交官。继续往下，中国才不在乎德国什么要求呢？再往下，他是去中国乞讨吧？哈哈哈。下一则。瓦德富尔要求中国向俄罗斯施压，习近平现在腿都软了。呵呵呵呵。继续往下，这些小丑根本没有什么资格提要求，他们严重高估了自己。再往下，德国竟敢向中国发号施令，德国还是继续做梦吧。下一则，德国自己不就是先开始搞贸易限制的吗？2019年禁止华为，2024年对中国电动车加征惩罚性关税，现在却感到惊讶了。再往下，首先想到的就是乌克兰，他最好先管管德国吧。下一则，我为我们过去几年的外交政客感到羞耻。再往下，你们真以为瓦德富尔能或者会在中国提出要求吗？我一看到这家伙就想笑，要是他再开口说话，那就更是笑话了。天哪，各位，我们德国真是太丢人了。下一则，他比贝尔伯克更糟。我们继续，德国竟敢向中国提要求，你们根本没有发言权，这就是事实。再往下，德国30多年前就已对许多产品的出口实行单一许可证制度，要么禁止，要么必须申请，而中国人只是效仿了德国的做法。下一则，一个人得有多脱离现实，才会要求中国对俄罗斯施加更大压力。这位主持人那种殖民式的姿态，动不动就要求，恰恰是令中国反感的。德国公共电视广播媒体在报道复杂地缘政治议题时，究竟能肤浅或片面到什么地步？下一则，中国将西方新推行的道德视为一种堕落与畸形，将多样性贬斥为颠覆行径，并拒绝接受文化主权的丧失。下一则，欧洲已经不再扮演任何角色，
眼下呢，蛋糕正由美国、俄罗斯和中国瓜分，欧洲只能落在盘子里，充其量成了一顿饭而已。意识形态在政治中毫无立足之地。下面这条评论很长，请大家耐心看完听完哈。错误的教育政策和失败的能源政策正导致德国的竞争力持续下滑。现行选举制度更倾向于选出那些擅长竞选操作的人，而非真正具备能力、远见和治国才干的领导人。当前的德国政府恐怕难以认清自身错在何处。他既不关心为何越来越多的儿童和青少年沉迷于电子游戏，缺乏学习动力，导致未能达到职业培训基本水平的人数不断攀升，也不愿承认自其上台以来经济急速下滑，以及通货膨胀引发的民众财富显著缩水，正是其政治失能的直接后果。他们不仅在教育和经济治理上全面失职，还通过推动大麻合法化立场，进一步损害了青少年的未来。错误的能源政策源于对国际关系史的误解。欧洲主流媒体几乎无一例外地盲目追随美国对中国的抹黑和诽谤，因此大多数欧洲民众并未意识到自己早已沦为美国的棋子，被拖入乌克兰战争之中。自唐纳德·特朗普首次当选美国总统以来，欧洲便无条件追随美国针对中国通信和移动通信行业的制裁，持续打压并试图驱逐中国企业，对芯片之类中国工业发展不可或缺的产品实施出口禁令，甚至禁止向中国出售用于芯片制造的光刻机，直到美国进一步全面收紧所有与芯片生产相关的出口管制，以及荷兰政府试图强行收购一家纯中资企业时，中国才被迫向美国的霸权行径做出回应，那就是限制稀土出口，并令该企业位于中国的工厂停止向荷兰伙伴供货。此举间接冲击了欧洲的汽车生产。然而，许多欧洲媒体和政客似乎无意深入探究这些历史背景，他们主要依赖美国塑造的偏见和负面叙事，也未能看清由美国主导、北约推动的乌克兰战争，其目的之一正是阻挠中国的快速发展，并破坏中欧携手实现共同繁荣的合作前景。好的，家人们，我们以这条水平很高的评论来结束今天的话题吧。评论区几乎没有任何一条肯定这位德国外交部长的。实际上，这几年的德国政治人物在民众眼中的印象极差，因为他们几乎都是些不学无术、只为美国而非德国利益执政，或腐败缠身而逍遥法外的。而德国前外长，就是那位360度外长，以及现在这位德国外长，基本上傲慢无礼，对华极不友好，而且似乎比前外长更为恶劣。德国人对政治的失望和愤怒可想而知了。但另一方面，极少有德国人能认识到自己的制度出了问题，也很少有人去反思为何选出的是这样的政客。好的，朋友们，本期节目就到这里，感谢各位，我们下期见。